Hallo ihr Lieben, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute einige dieser kleinen Schätze mit euch malen. Insgesamt ist es ein sehr langes Video geworden, weshalb ich das teilen muss und mich heute auf die 3 linken Bilder konzentrieren möchte und die anderen kommen nochmal in einem weiteren Video. Genau, also wir haben hier Lesezeichen. Ich möchte verschiedene Papiere ausprobieren. Ich starte zu Beginn mit den Hummeln, dann kommt der Strand und dann der Wald. Genau, das Hummelbild kennt ihr vielleicht schon mal, wenn ihr einen Short von mir gesehen habt. Da habe ich das schon mal gezeigt. Da wurde ich auch inspiriert von einer Dose, die ich zu Hause habe und hatte das schon mal größer gemalt und dachte mir, das wäre doch nochmal eine super Idee für ein Lesezeichen. Genau. Jetzt möchte ich euch gern das Papier zeigen, welches ich verwendet habe. Und zwar für die Hummeln habe ich erstmals ausprobiert das Hahnemühle Papier direkt für Lesezeichen und Aquarell. Das hat eine leichte Struktur. Und schauen wir einfach mal, was ich dann am Ende dazu sage. Für das Motiv mit dem Wald habe ich mich für das Magnani Papier entschieden. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, vielleicht auch nicht. Ich habe es noch nicht so oft gesehen irgendwo und ich bin total begeistert. Also wir haben hier auch ein Cold Pressed Paper in 300 Gramm und 100% Baumwolle. Also ich finde es wirklich richtig super. Das schon mal vorweg. Ich arbeite schon eine Weile damit, deswegen kann ich das sagen, dass ich davon begeistert bin. Das gibt es auch noch, Überraschung, in verschiedenen Formen. Das Runde fasziniert mich auch sehr. Super für Mandalas, will ich auf jeden Fall noch probieren. Dann habe ich hier ein Hot Pressed, was ja eher so für illustrative Sachen geeignet ist, mit einer eher glatteren Oberfläche. Dann gibt es noch das Toskana, das ist quasi eine raue Version. Und ja, da habe ich mir vorgenommen, so ein Bergpanorama zu malen, ist aber alles noch in der Entwicklung. Ja, ganz rau. Und dann das, was ich euch gerade schon gezeigt habe, in verschiedenen Größen. Also 15 cm ist das, was ich für das Lesezeichen verwendet habe. Dann habe ich das noch da in 20 cm Größe. Und das nächstgrößere sind 30 cm. Es gibt aber auch noch ganz andere Größen im Landschaftsformat oder auch im Panoramaformat. Also mal sehen, wo mich die Reise noch hinführt. Oder mein Portemonnaie, was ich da alles noch so ausprobiere. Ja, Magnani oder Magnani, keine Ahnung, vielleicht kann mir da jemand helfen. Und für das Waldmotiv, das gute alte, ich sag Arches. Ich weiß, es wird anders ausgesprochen, aber irgendwie weigere ich mich auch, das so zu sagen. Ja, aber auch hier natürlich ein sehr gutes Papier. Mein Papier am Lesezeichen hat jetzt hier noch so einen Rand, weil ich auch große Bögen von diesem Papier habe. Auch hier aus einem Short von mir hatte ich das Strandmotiv schon mal auf diesem Papier probiert. Ja, und für dieses Video eben auch im Waldformat. Genau, jetzt zeige ich nochmal, dass ich einen großen Bogen davon habe oder mehrere Bögen. Die gibt es ja auch in verschiedenen Grammaturen. Das sind jetzt 300 Gramm. Ich habe aber auch noch große Bögen mit 600 Gramm. Dann wälzt sich das Papier natürlich noch weniger. Genau, das soll es jetzt für die ersten 3 erstmal sein. Wir wollen also das Waldmotiv, die Hummeln und das Meer heute malen und die anderen 3 kommen in einem anderen Video, da auch mit jeweils anderem Papier. Okay, lasst uns starten. Ich habe hier zwar meine Micellos liegen, die kommen später im Video auch noch vor, aber wir starten mit dem Hummelmotiv und deswegen wechsle ich dann auf die Roman Schmal. Hier aber, ich würde sagen, es ist Eigenwerbung, aber die Tassen gibt es noch nicht. Ich bin noch am Ausprobieren, also es sind meine Tassen mit meinen Motiven und ja, ich probiere schon seit Anfang des Jahres einige Hersteller aus, um vielleicht irgendwann in einer Fantasiezukunft meine Tassen unter anderem zu vertreiben. Mal schauen, wo mich die Reise noch hinführt. Ich verwende fürs Aquarellmalen auf jeden Fall immer 2 Gläser oder Tassen mit Wasser, damit ich immer ein sauberes zur Verfügung habe und das andere quasi zum Ausspülen der Pinsel benutze. Hier seht ihr auch eine Auswahl meiner Lieblingspinsel. Einmal die Silver Brushes von Velvet, einen schmalen Da Vinci und einen Reisepinsel von Escoda. Und wir starten hier, indem ich das Papier für die Lesezeichen öffne
und mir davon eins abtrenne und mir auf die Arbeitsfläche klebe. Das sind meine Roman Schmalfarben, die habe ich hier in einer Zigarrenkiste. Zusätzlich benutze ich von Daniel Smith einen Stick mit der Farbe Quinacridone Gold. Ich bin auf die Sticks gekommen, würde ich jetzt fast sagen, weil die sind im Preis-Leistungs-Verhältnis viel, viel besser als die kleinen Tuben von Daniel Smith. Zumal alle Farbtöne bei den Sticks gleich viel kosten, gleich viel, gleich wenig, wie man jetzt auch mag. Der einzige Nachteil ist, es gibt nicht alle Farbtöne davon, aber man kommt damit auf jeden Fall besser. So, wir starten also mit den Hummeln. Wie schon gesagt, ich benutze für diesen Gelbton das Quinacridone Gold von Daniel Smith und für die dunklen Töne der Hummel benutze ich von Roman Schmal das Shadow Grey und mit einem trockenen Pinsel verwische ich die Farbe so, dass man, ja, ich weiß nicht, haben die Fell auf jeden Fall eine kleine Fellstruktur und ziehe dann mit einem kleinen dünnen Liner noch ein paar Beinchen raus und mit ein bisschen Schmutzwasser ziehe ich eigentlich in die feuchte Farbe nur ein paar kleine Flügel rein. Für den kleinen Hummelhintern benutze ich von Roman Schmal das Buff Titanium. Und ja, wir bewegen uns hier im Abstrakten, also keine genauen Proportionen, aber ich denke, unser Gehirn macht da schon das Richtige draus. Auch der Hummelhintern hängt ein wenig, was ich aber eigentlich total niedlich finde. Und während die erste Schicht unten etwas antrocknet, male ich also die zweite Hummel und gehe dann aber unten auch nochmal rein, um die Farbe ein bisschen zu intensivieren. Da muss man sich ein bisschen rantasten, wie viel man zu Beginn nimmt. Man hat ja immer wieder die Möglichkeit, nochmal ein bisschen reinzugehen, so wie hier, eben noch ein bisschen mehr Tiefe einzubringen. Für all diejenigen, denen es vielleicht zu schnell geht, ihr habt ja jederzeit die Möglichkeit, entweder das Video langsamer laufen zu lassen oder zwischendurch einfach anzuhalten. Wenn irgendwas unklar sein sollte, schreibt mir einfach in die Kommentare und ja, stellt eure Frage. Macht es auf jeden Fall sehr simpel, haltet es simpel, nicht so verkopft dran gehen, Pinsel vielleicht ein bisschen weiter hinten anfassen, um eben ja einen lockeren Auftrag zu bekommen. Meinen kompletten Malprozess in Originalzeit zu verwenden, erschien mir dann doch etwas zu lang. Also für alle 6 Lesezeichen habe ich fast 2 Stunden gemalt. Geteilt durch 2 wäre immer noch viel zu lang und ich will ja niemanden langweilen. Von daher etwas schneller, aber ich denke, man kann den Malprozess an sich schon ganz gut nachvollziehen. Als nächstes bekommen die Hummeln noch ein kleines Ziel, und zwar hier ein paar einfache Disteln, gemalt mit dem Mineral Violet von Roman Schmal und dem Mangan Violett und ein bisschen aufgehellt und dann immer ein bisschen spielen zwischen helleren und dunkleren Tönen, um da ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. Ganz einfach. Für das Grün an den Stängeln verwende ich das Aquarius Green. Es granuliert auch ein wenig, was jetzt hier nicht so super sichtbar wird, weil es ist doch eine kleine Fläche, aber der Grünton an sich ist ein sehr, sehr toller Farbton, sehr warm, ein schönes Grün. Also ich finde es gerade sehr schwer in den Aquarellfarben ein Grün zu finden, was man so benutzen kann. Meist sind die gemischten Töne immer schöner, aber das Aquarius Green von Roman Schmal ist wirklich ein sehr tolles Grün. Ja, also ihr seht, immer die erste Schicht nochmal antrocknen lassen und dann einfach mit ein bisschen mehr Farbtiefe noch ergänzen, um das Ganze noch ein bisschen kontrastreicher zu machen. Und bei mir dürfen natürlich auch immer Farbspritzer nicht fehlen. Und auch eine kleine Empfehlung, ich mache erst die Farbspritze und gehe dann nochmal mit
nur Wasser drüber, dass sich das quasi ein bisschen ja aufbricht und es so aussieht, als hätte es drauf geregnet. Ich mag den Effekt immer sehr und ja, bei mir darf dann eben auch das Gold nicht fehlen, mit dem ich gerne noch ein bisschen drüber spritze. Einfach auch die weißen Flächen noch ein bisschen zu füllen und noch ein bisschen Varianz reinzubringen. Das kann jeder machen, wie er möchte. Ne? Ihr könnt ja auch noch andere Gräser ergänzen oder die Hummeln größer machen, die Blumen größer machen. Da sind der Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Mir gefällt es so sehr gut, ist ganz niedlich geworden. Lässt sich auch mal gut verschenken. Und mit dem Hahnemühle-Papier hat man auch ordentlich Platz. So, als nächstes auf dem Magnani-Papier, ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, das so zu bezeichnen, das Meermotiv. Dazu mache ich mir eine ganz grobe Skizze mit dem Bleistift und verwende hier die Micello-Farben, und zwar das Ultramarin, das Yellow Ochre und das Ivory Black, also eine sehr reduzierte Farbpalette. Und habe das Bild eingeteilt, indem ich unterhalb der Hälfte mir eine Linie für das Meer gezeichnet habe. Für den Himmelbereich habe ich teilweise angefeuchtet, also den oberen Teil habe ich eine weiße Wolken gelassen und dann nach unten hin komplett feucht, so dass wir oben einen scharfen Rand haben, der quasi kein Wasser bekommen hat, und nach unten werden die Wolken hin dann weicher, auch oben etwas dunkler vom Himmel her für die Tiefe im Bild. Und dann in der Dry Brush Technik, also relativ wenig Farbe auf trockenem Papier, dann das Meer mit einem flachen Pinsel und dazwischen auch etwas weißen Raum lassen, um eben Wellen anzudeuten. Zum Horizont hin wieder ein bisschen dunkler und nach vorne etwas auslaufend. Komm Richtung Strand, dann mit dem Yellow Ochre nochmal rein und dann einen sanften Übergang schaffen. Für die Gräser im Vordergrund mische ich das Ultramarin mit dem Yellow Ochre zu einem grünen Ton und verwende das im Wechsel mit dem Yellow Ochre für eine erste Grundierung und gehe dann nochmal mit etwas mehr Farbe hinein. Und dieses Tool ist toll, dieses Malmesser, dieses winzige, eignet sich besonders dafür, um einige Gräser rauszuarbeiten aus der feuchten Farbe. Das wird viel besser als mit einem dünnen Linierer. Und man kann da auch ein bisschen spielen, und je trockener die Farbe auf dem Papier wird, desto detaillierter funktioniert das. Also man kann dann auch das weiße Papier wieder herausholen, um da eben auch hellere Gräser anzudeuten. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Probiert das ruhig mal aus. Auch hier für ein bisschen mehr Effekt auch ein paar Spritzer am unteren Ende des Bildes, und habe euch schon mal hier meinen ganz dünnen Pinsel gezeigt für meine Vögel, die ich später im Bild einbringen möchte. Ich bin ja immer der Meinung oder bilde mir ein, dass ich damit mehr Leben in das Bild hineinbekomme. Jetzt aber erst noch ein paar Pünktchen, um noch ein paar Gräser anzudeuten. Also alles ganz locker. Dann nochmal alles eingeföhnt, um sicher zu gehen, dass die Vögel zum Schluss nicht verlaufen. Und dann ganz locker ein paar Vögel verteilen, nicht zu viel, nicht übertreiben. Ne? Das ist immer der wichtige Punkt, dass man es nicht übertreibt. Wie ich die genau male, bekommt ihr im letzten Bild nochmal gezeigt aus der Nähe. Aber für hier ist es das schon gewesen. Ganz einfach mit einer limitierten Palette und ja, ganz niedlich geworden. Weiter geht's mit dem Papier von Arches für mein Misty Forest Bild, würde ich es nennen. Das erste Mal, dass ich das gezeichnet habe, beziehungsweise gemalt mit Aquarell. Ich habe es schon in vielen Videos gesehen und auch bei Instagram bei vielen Künstlern. Ich hatte jetzt überhaupt keine Vorlage, wusste aber in etwa, was ich zu tun habe, und habe da einfach mal mich ausprobiert. Hier ein bisschen gemischt, die Dreckpalette von Micello mit dem Aquarius Green von Roman Schmal.
Habe erstmal alles angefeuchtet, damit es verlaufen kann. Und ja, bin erstmal oben sehr tüchtig reingegangen. Das war dann am Ende erstmal zu viel. Dann habe ich es wieder ein bisschen rausgenommen. Aber das macht es ja auch aus, dass man da immer wieder so viel raus und reinnehmen kann bei Aquarell, wie man gerne möchte. Und lege mir jetzt quasi erstmal eine leichte, zarte Schicht an mit Bäumen, die im Hintergrund verschwimmen. Ja, also dadurch bekommen wir diesen Nebeleffekt nach vorne hin, auch ein bisschen auslaufen lassen, die Konturen nicht zu hart. Und ja, arbeite mich da ran. Und was zu viel ist, nehme ich wieder raus. Tupfe da ein bisschen mit Papier. Und wenn ich unten angekommen bin, ist das obere Ende des Bildes bereits schon etwas angetrocknet, und mit diesem Effekt kann ich ganz gut arbeiten, so dass quasi jede Schicht dann schon etwas intensiver auftrocknet und ich dann mit jeder Schicht aber auch etwas dunkler werden kann, um dann eben wieder eine neue Baumreihe davor zu setzen. Die Bäume sind ganz locker. Ich würde von mir behaupten, dass ich nicht die beste Baummalerin bin. Also da tue ich mich wirklich noch sehr, sehr schwer damit. Aber dadurch, dass das hier mit dem Wasser verläuft, muss man da eigentlich auch gar nicht so viel machen und gar nicht viel können. Das macht das Papier und das Wasser eigentlich von allein. Da muss man wirklich nichts können. Probiert das ruhig mal aus. Ich finde sogar in dem kleinen hier ist es einfacher als auf dem großen Papier. Für mich persönlich. Wobei ich sonst immer sagen würde, auf großem Papier ist es doch ein bisschen leichter, aber hier hat man es irgendwie besser unter Kontrolle. Ja, und so arbeite ich mich wirklich schichtenweise immer etwas dunkler und tiefer. Versuche nicht, den nächsten Baum auf die ursprüngliche Form zu setzen, so dass wir immer einen leichten Versatz haben. Da ist sicherlich meinerseits auch noch etwas Luft nach oben, aber für meinen ersten Versuch bin ich doch ganz zufrieden. Also man könnte jetzt natürlich die erste Schicht, die da dahinter verläuft, noch etwas größer machen. Man sieht jetzt hier, dass man im Hintergrund wenige Bäume hat, die da so verlaufen. Da könnte man sicherlich noch ein bisschen anders arbeiten. Ja, aber ich bin zufrieden und insgesamt wirkt es trotzdem sehr schön, wenn es fertig ist. Und für meinen ersten Versuch, ja, kann ich euch auch zumindest zeigen, dass man ohne viel Wissen doch ein kleines, niedliches Ergebnis bekommen kann, was trotzdem seine Wirkung hat. Also ihr seht einfach nur mit dem dünnen Pinsel ein bisschen hin und her zickzackeln und es entsteht automatisch eine Baumstruktur.
So, auch hier dürfen meine Farbspritzer nicht fehlen. Das ist natürlich individuell und könnt ihr ganz machen, wie ihr wollt. Ich liebe das. Und ich trockne jetzt hier an der Stelle nochmal, damit die letzte Schicht an Bäumen, die ich noch aufbringen möchte, eben nicht verläuft, sondern eine sehr klare Kontur erhält. Die Spritzer sollten noch etwas verlaufen. Und jetzt quasi die letzte Schicht für ein bisschen mehr Kontrast. So, jetzt geht's an die Vögel. Ihr seht, ganz dünn, ein leichtes V, etwas weiter offen und dann setze ich unten immer noch einen ganz kleinen Punkt, damit es eben nicht nur ein Häkchen ist, sondern da noch wie ein kleiner Vogelkörper dranhängt. Und dann lasse ich die in verschiedene Richtungen fliegen. Manchmal größer, manchmal kleiner. Die ganz kleinen sind schon weiter hinten. Die anderen fliegen hinterher oder kommen geflogen. Je nachdem. So nach Gefühl. Ich versuche es nicht zu harmonisch und symmetrisch zu machen. So, hier oben ist es leider etwas unter den Rand gelaufen. Versuche das nochmal wegzubekommen. Hat aber nicht so gut funktioniert, aber das kann ich akzeptieren. Ja, mir gefällt es sehr gut. Was sagt ihr dazu? Welches der 3 Lesezeichen gefällt euch am besten? Hier nochmal die Nahaufnahme, alle 3 Stück. So, was lässt sich nun abschließend zum Papier sagen? Also, das Arches ist nach wie vor immer noch das beste Papier, aber das Magnani lässt sich auf jeden Fall gut damit vergleichen. Es funktioniert ein ganz kleines bisschen anders, also das Saugverhalten, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist es eigentlich, steht es dem Arches in nichts nach. Also muss man wirklich sagen, es ist ein wundervolles Papier, was sich vielleicht ein bisschen fester und rauer anfühlt als das Arches, aber genauso tolle Eigenschaften hat. Das Papier von Hahnemühle direkt für die Lesezeichen hat sich überraschenderweise auch sehr gut benutzen lassen. Ist natürlich auch ganz anders, weil es, glaube ich, gar kein Baumwollpapier ist. Für mich ist es ein bisschen lang vom Format her, aber das kann man sich ja einkürzen, wie man das gern möchte. Hat aber auf jeden Fall auch sehr gut performt und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Mir macht es immer großen Spaß, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren. Hier auch mal das Meermotiv auf dem Arches-Papier hat auch super funktioniert. Und ihr könnt zum Beispiel auch als Erweiterung Lavendel machen auf die Lesezeichen. Ihr habt es vielleicht in meinem letzten Video gesehen, da habe ich euch gezeigt, wie man dieses Motiv malt. Auch das ist eine super Ergänzung für die Reihe. Hier nochmal das Motiv vom letzten Video, wo ich das ganz locker in Echtzeit gezeichnet bzw. gemalt habe. Nur mit Musik, ohne mein Gequatsche. Das mag der ein oder andere vielleicht lieber. Auch da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung. Genau, in diesem Video also diese und in einem weiteren, ich weiß nicht, ob es dann das nächste richtige ist oder ob ich da nochmal was anderes dazwischen schiebe, dann eben die anderen 3 Motive. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Lasst mir doch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Bye, bye.